So, heute möchte ich noch einmal über ein Erlebnis berichten, das ich vor 3 Jahren hatte, als ich mit dem Fahrrad zum Einkaufen unterwegs war. Und ich berichte noch einmal davon, weil das die Wahrheit ist, was ich sage, und weil ich die Wahrheit aufrechterhalten will, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir den Weg der Wahrheit gehen. Und nur so kommen wir wirklich voran. Also ich bin mit dem Fahrrad unterwegs gewesen zum Nachbarort und fahre an Getreidefeldern und Wiesen vorbei. Und während ich dort entlang fahre, überhole ich ein paar Radfahrer. Ich weiß nicht, 3 oder 4 oder 5 waren es. Ich fahre an ihnen vorbei und während ich an ihnen vorbeifahre, verformen sich ihre Köpfe. Das heißt, die Köpfe werden etwas länger, etwa 1/3. Die Stirn ist dementsprechend hoch. Die Augen sind ein bisschen kleiner, glaube ich, und die Nase ein bisschen kleiner, der Mund ein bisschen kleiner. Und ich überhole sie so und denke darüber nach, was geschieht, was passiert, und bin natürlich etwas verwundert. Dann fahre ich weiter durch ein Nachbardorf und dann in die größere Stadt und dort ist der Supermarkt, wo ich dann auch auf den Parkplatz fahre, um mein Fahrrad anzuketten. Und während ich das mache, begegnen mir Kunden, die aus dem Supermarkt kommen mit Einkaufswagen oder die aus den Autos aussteigen und in den Supermarkt gehen wollen. Und einige von ihnen haben ebenfalls ein verlängertes Gesicht, einen verlängerten Kopf. Sie lächeln, sie sind etwas verwundert, erstaunt, sie denken nach, sie überlegen, was geschieht. Sie nehmen Notiz davon, dass das auch dem anderen gegenüber widerfährt und alle lächeln, soweit ich das beurteilen kann, wahrscheinlich auch aus Verlegenheit oder Ratlosigkeit, aber sie halten es für eine Art Scherz oder Belustigung. So, auch in dem Supermarkt begegnen mir Menschen mit diesen verformten Köpfen. Als ich wieder zu Hause war in meinem Dorf, sind mir dort auch Nachbarn begegnet, die ebenfalls einen verlängerten Kopf hatten und darüber nachdachten, das Notiz davon genommen haben und darüber nachgedacht haben, was geschieht eigentlich. Das hat, ich glaube, 3 Tage angehalten, dann hatte sich das alles zurückgebildet und es war nicht mehr auffindbar und alle hatten wieder ihr ursprüngliches Gesicht zurück. Ich hatte damals Radiosender, Fernsehsender, Zeitungen angeschrieben, ob nicht jemand Interesse hat, mal zu recherchieren, was geschieht. Für mich ist es so, das zeigt mir das, was uns offiziell sozusagen übertragen wird, ist nicht alles. Es geschieht mehr, als wir denken oder glauben. Und es geschieht auch etwas, was wir uns nicht erklären können. Und das ist zum Beispiel dieses Erlebnis, was ich hatte. Ich halte daran fest, weil es die Wahrheit ist.
Es wäre mir ein leichtes, einfach das alles abzustreiten oder zu sagen, ich habe mich getäuscht oder ich habe gelogen, aber dann wäre es nicht die Wahrheit. Und ich gehe aber den Weg der Wahrheit und darum stehe ich dazu. Und ich fände es schön, wenn andere, die ähnliche Erlebnisse haben, auch davon berichten und den Mut haben, das zu schildern, die sich nicht verstecken oder sich nicht Angst einreden lassen und aus Angst nichts sagen, sondern die die Power haben, davon zu berichten. Für mich ist es so, das reiht sich ein in das, was es auch in der Literatur gibt und was es auch in der Bibel gibt, dass Menschen von Erscheinungen berichten, die sie hatten und die sozusagen für die Mitbevölkerung als unglaubwürdig gewertet werden, weil sie das nicht nachvollziehen können. Sie sind in einer anderen Position, in einer anderen Ebene. Und deshalb muss jeder, der etwas Besonderes erlebt, dafür kämpfen, dass er dieses auch publiziert, weil er wird in aller Regel negativ bewertet werden, als verrückt abgetan oder als Lügner. Und dem möchte ich mich immer noch widersetzen und ich sage, nein, Leute, alles andere wäre Lüge, aber das, was ich sage, ist die Wahrheit und ich stehe dazu. Und für mich macht es nur einen Sinn, wenn das weiter in die Zukunft reicht. Und das heißt, es wird aus meinem Verständnis heraus auch anderen Menschen noch geschehen, dass sie Ähnliches erleben und dass sie davon berichten werden. Und es werden manche Menschen das erleben, die dann umdenken, ihr Leben anders bewerten oder das Leben selbst anders bewerten, die Existenz und unser jetziges Dasein anders bewerten. Ja, so wird es kommen, so wird es geschehen und mal sehen, was dieses Jahr geschieht. 2022, was es an Besonderheiten gibt. Es geschieht ja immer irgendetwas Neues, an dem wir herumrätseln dürfen oder können oder müssen. Und dieses ist jetzt für mich also sehr, sehr wichtig, der Welt zu sagen, auch wenn die ganze Welt mich ignoriert oder mich sozusagen schlafen legt, ich stehe dazu, dass das die Wahrheit ist, was ich sage. Es könnte sein, dass es etwas ist, auf mich gewirkt hat, auf mein Gehirn, auf mein Auge, dass ich es in besonderer Weise sozusagen gespiegelt bekomme. Das könnte sein, das müsste sich feststellen lassen, dann könnte man mein Gehirn untersuchen oder mein Auge, ob es irgendetwas Besonderes gibt. Dann könnte es sein und dann wäre das die Wahrheit. Es wäre aber trotzdem die Wahrheit, was ich berichte. Was die Ursache dafür ist, das wäre etwas anderes. Ich kann nur sagen, ich habe keinerlei Drogen genommen, ich habe keinen Alkohol getrunken, ich habe keine Medikamente genommen. Ich war absolut nüchtern, als ich das erlebt habe. Und deshalb stehe ich immer noch dazu. Und ich wünsche natürlich anderen Menschen, dass sie das Gleiche erleben oder Ähnliches, damit wir weiterkommen und uns austauschen und damit wir sozusagen hinübergleiten können auf eine höhere Ebene. Eine höhere
Ebene der Wahrnehmung, vielleicht auch eine intelligentere Ebene, könnte man auch sagen. Und dass diese Spiegelung, dass sich die Gesichter verformen, länger werden und die Stirn höher wird, kann man ja auch als Symbol oder als Zeichen dafür werten, dass diese andere Ebene eine intelligentere Ebene ist. Das Gehirn hat mehr Raum, das Gehirn ist größer und die Betroffenen erkennen, was mit ihnen geschieht. Sie haben keine Angst, sie lassen sich nicht extrem verunsichern, sie denken zwar nach, was geschieht, aber sie sind nicht ratlos oder sie sind nicht hilflos, sondern sie akzeptieren diesen Zustand und das, was geschieht, und das unterscheidet sie von Menschen, die weniger intelligent sind und vielleicht aus Angst fliehen oder alles ignorieren, alles verneinen und sagen, nein, das kann nicht sein. Ich gehöre zu denen, die sagen, es ist genauso, wie ich es berichte und wie ich in den Videos berichtet habe. Ja, das ist die Wahrheit. Und ich sage es, weil es die Wahrheit ist. So. Das wollte ich jetzt sagen und jetzt wünsche ich allen noch einen schönen Tag und tschüss. Ich habe mehrere Videos zu dem Thema gemacht im Laufe der Jahre und auch noch von anderen Erlebnissen berichtet, die alle wahr sind. Man muss sich nur mal die Mühe machen, sich das anschauen oder anhören und sich öffnen für die Möglichkeit, dass das tatsächlich die Wahrheit sein kann. Das würde ich gerne noch in diesem Leben erleben. Ja, und dass ich diskutieren kann mit anderen, dass es einen Austausch gibt. Das fände ich sehr schön. Ich werde dieses Jahr 70, also wäre das ein schöner Lebensabend für mich. Und wenn ich von diesen Erlebnissen berichten kann, öffentlich. Und ich beschäftige mich ja seit nun eigentlich meinem ganzen Leben auch mit dem Thema Jesus Christus und mit der Frage, ist das wahr? Was ist daran die Wahrheit an der Erzählung? Was ist Erscheinung? Was ist gedichtet sozusagen? Und glaube nach wie vor an Jesus Christus. Das muss ich sagen. Ja, und ich glaube daran, dass er sich für die Menschheit eingesetzt hat, um sie zu retten. Das glaube ich. So, das wollte ich sagen und jetzt wünsche ich allen noch einen schönen Tag und ich mache jetzt hieraus ein Video, wenn es klappt. Das ist bei dieser Technik immer die große Frage, aber mal schauen. Okay.